Tabula rasa, reinen Tisch machen. Wie steht das im Zusammenhang mit der Erhöhung unserer Schwingung? Was hat das mit unserem Aufstiegsprozess zu tun? Und wie kannst du das in der Praxis realisieren? Zum heutigen Video hat mich die Botschaft aus der geistigen Welt vor Pfingsten, was ich ja auch in einem Video letzte Woche veröffentlicht habe, inspiriert. Ich verlinke es nochmal am Ende dieses Videos. Natürlich kann ich die Botschaften und Impulse, zum Beispiel indem ich in Meditation gehe, hören, empfangen, kann mir meine Gedanken dazu machen. Nur bin ich denn schon so weit aufgestiegen in meinem Bewusstsein, in meiner Gedankenkraft, dass ich rein mit Gedanken zum Beispiel die Fenster putzen kann oder die Gardinen waschen oder altes Gerümpel ausmisten, so wie das da hinten. Nee, so weit sind wir doch noch nicht. Die meisten jedenfalls von uns nicht. Ich nicht und du wahrscheinlich auch nicht. Lass uns also schauen, was hat das Ganze im Außen mit unserem Inneren und mit unserer Schwingung zu tun. Wenn es um Bewusstseinserweiterung und Schwingungserhöhung geht, denken die einen vielleicht an Psychedelika, die anderen ans Meditieren. Und ich gebe es zu, Meditieren steht bei mir auf der Hitliste ganz oben. Die nächsten glauben, dass sie mit Atemtechniken, mit spezieller Atmung in solch einen Zustand gelangen. Stimmt. Alles möglich, egal was du wählst. Die Frage ist, was tust du am Ende, wenn dieser Zustand vorüber ist, mit dem, was du an Impulsen erhalten hast? Lässt du es auf sich beruhen? Fällst du zurück in deinen niedrigen Schwingungszustand? Fühlst dich als Opfer der Ereignisse des Außen, als Opfer dessen, was dir geschieht? Oder legst du selbst Hand an? Und ich denke, als pragmatischer Mensch, dafür hat der liebe Gott oder wer auch immer uns die Hände gegeben, dass wir etwas damit richten. Und zwar vom Außen mit Rückwirkung aufs Innen und im Innen mit Rückwirkung aufs Außen. Wie das gehen kann, ganz praktisch, dazu jetzt. Lass mich das Ganze erläutern an meinem persönlichen Beispiel, das dir als Ideengeber dienen mag. Ich denke, die richtigen Impulse werden sich dir erschließen. Seit 1996 bin ich selbstständig und war bis Ende 2020 in der Offline-Welt unterwegs als Trainerin, Beraterin, Coach, Verkäuferin von Software. Dann gab es eine gewisse globale Krise, wir kennen sie alle, und die zwang viele Menschen, natürlich auch mich, zum totalen Umdenken. Mein Gedanke zuerst war, das, was ich bisher offline gemacht habe, das mache ich jetzt online. Gesagt, getan. Ich habe Verschiedenes in die Wege geleitet. Es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Und ich musste in mich gehen. Ich hätte auch jammern und leiden können. Nee, ich bin in mich gegangen und habe mir überlegt, inwieweit ist denn das, was ich bis dato gemacht habe, überhaupt noch für mich stimmig? Aus der geistigen Welt in meinen Meditationen habe ich schon lange verschiedene Impulse erhalten. Und die geistige Welt ist da ziemlich penetrant. Das kann ich dir nur sagen. Vielleicht hast du die Erfahrung selbst schon gemacht. Du kriegst immer wieder den Rüffel. Und wenn du es nicht begreifst, dann kommt irgendein Zipperlein, was dich darauf hinweist, wo es längst geht.
Also, ich habe nicht so richtig drauf gehört zuerst und habe mir gedacht, okay, ich schließe das bisherige Kapitel ab. Daraus ist entstanden mein Büchlein Wie Selbstcoaching gelingt, gibt's bei Amazon und dazu passend ein Minutentagebuch, um dich selbst ein bisschen zu reflektieren. Verlinke ich hier unten drunter. So, jetzt war guter Rat teuer. Was nun? Und ich habe mir gedacht, es hilft nichts. Ich habe ganz viele Dinge aufgehoben, habe sie sozusagen vergessen, in meinen Bücherregalen, im Keller gelagert, auf dem Dachboden. Aber das belastet die Seele. Das ist in deinem Unterbewusstsein da. Und so habe ich echt Tabula rasa gemacht. Das heißt, ich habe alles, was mit meinem Offline-Business zusammenhing, egal ob Ordner, ob Bücher, ob Presseartikel über mein Wirken, erst nochmal angeschaut. Da kamen natürlich auch nochmal so ein paar Emotionen hoch und dann schlicht und ergreifend entsorgt. Der Punkt ist, wenn du etwas entsorgst, wenn der Impuls kommt und du noch nicht siehst so klar, wohin die Reise geht, dann, und darauf möchte ich dich vorbereiten, entsteht irgendwie eine Leere. Du hast eine Identifikation. Bei mir war es eben, ich bin Coach, ich bin Trainer, ich bin Berater, ich bin Verkäufer. Wende das auf deine Situation an. Das habe ich damit losgelassen, freigegeben. Mein persönliches Credo ist, nur mit leeren Händen kannst du nach etwas Neuem greifen. Und dennoch bist du erstmal verunsichert, weißt nicht, wohin die Reise geht. Darauf darfst du dich einstellen. Zwingend. Fassen wir noch einmal zusammen. Du hast aus deinem Inneren oder von der geistigen Welt, deinem höheren Selbst, einen Impuls erhalten. Im Außen setzt du ihn um und am Ende bewirkt es im Innen ein Gefühl der Erleichterung und erhöht damit deine Schwingung. Das wiederum führt dazu, dass es neue Impulse im Außen gibt, die deinem Schwingungslevel, was du dann erreicht hast, entsprechen. Und dieses Vorgehen ist nicht nur anwendbar auf die materiellen Dinge, sondern auch auf die Bereiche Beziehungen, Freundschaften, Gesundheit. Im Grunde ist es immer die gleiche Vorgehensweise, egal um welchen Lebensbereich es sich handelt. Erstmal anerkennen, was ist, ob du damit zufrieden bist oder nicht, ist eine andere Sache. Anerkennen, was ist, auf die Impulse des Innen achten, sie umsetzen im Außen mit den Händen, du weißt schon. Dann das Ergebnis erfahren, eventuell den Kurs korrigieren, wenn erforderlich, und neu durchstarten. So geht das mit der Schwingungserhöhung, mit dem Aufstieg. Nach innen gehen, die Impulse empfangen, im Außen was umsetzen und dann ist das wie ein Kreislauf. Es geht nach innen, du erhältst die entsprechenden Signale. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.